Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute ist wieder Gabelstapler-Tag. Da wird der Motor zerlegt von dem 69er-Projekt. Ja, und ich nehme euch mal mit. Als erstes wird der Motor hier auf so einen Motorständer gespannt und dafür kommt der Motor hier an so einen Adapter. Der wird hier an den Motor angeflanscht. Jetzt können wir den nämlich mit den 4 Schrauben hier am Motor befestigen und daran festmachen. Dafür schraube ich jetzt erstmal hier das Schwungrad ab von der Kupplung und vom Motor. Dann machen wir den mal ab, damit wir genug Platz haben. Jetzt können wir nämlich die Schwungscheibe schön abnehmen und dann haben wir nämlich nachher hier den Adapter draufsetzen und können den dann einstellen. Ja, super. Kann man den noch mit einem Splint absichern, dass der sich nicht drehen kann, aber da der so ein hohes Eigengewicht hat, klappt das eigentlich ganz gut so. Und jetzt ist der schon hier raus aus den Spanngurten und eigentlich schon fertig und kann bearbeitet werden. Und das Schöne ist eben, jetzt hat man hier noch so einen Handgriff. Mit dem kann man jetzt den ganzen Motor auch noch schön hier zur Seite drehen und eben auch halten. Und dann kann man den hier natürlich in jeder Richtung drehen und hier zum Beispiel die Köpfe oder die Kerzen oder eben auch die Ölwanne total einfach abmachen. Der erste Schritt, den man bei einem Motor machen sollte, wo man die Vorgeschichte nicht so kennt, ist einmal halt die Zündkerzen alle rauszudrehen und dann zu gucken, ob der Motor noch dreht. Ich werde jetzt mal die Zündkerzen alle lösen. Dann kann man die schon mal rausdrehen. Hier, die ist auch schon kaputt. So, die auch. Dann kann man das auf der anderen Seite auch noch machen. Und im Anschluss dann hier die Kurbelwelle drehen. Und da kann man dann sehen, ob der Motor sich noch bewegen lässt, also ob der noch dreht. Ja, und da die Zündkerzen ja jetzt draußen sind, kann ich jetzt mit einer großen Ratsche bzw. einem Knebel versuchen, den Motor zu drehen. Ja, und der lässt sich noch bewegen. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Also wenn der sich noch rund drehen lässt, dann ist der Motor mechanisch normalerweise noch grundsätzlich in Ordnung, so dass man eben noch eine Bewegung hat, weil der sonst, wenn er lange gelagert ist, auch manchmal komplett fest geht, dann lässt er sich nicht mehr drehen. Oder wenn er einen Lagerschaden hatte. Das ist schon mal ein gutes Indiz. Wir werden ihn jetzt weiter aufmachen und weiterschauen. Das ist auf jeden Fall der einfachste der ganzen Schritte. Da kann man hier oben die Schraube abmachen und dann das Luftfiltergehäuse abnehmen. Dann sieht man, hier ist ein Holly-Vergaser drauf. Den werden wir als nächstes abbauen, genauso wie hier die Ansaugbrücke und die Ventildeckel. Ja, ein Ding noch in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es ja gesehen, mein YouTube-Kanal, das ist ein recht kleiner Kanal. Der hat aktuell um die 2000 Abonnenten. Es wäre natürlich schön, wenn der noch weiter wächst und ein bisschen größer wird, damit sich der Aufwand auch lohnt, dass ich hier die Videos produziere. Ihr könntet mir ein bisschen dabei helfen, wenn ihr die Videos auch an Freunde und Bekannte schickt, vielleicht über WhatsApp oder ähnliches. Leute, die sich vielleicht auch für Motoren oder natürlich auch Korvetten interessieren, aber es geht natürlich auch bei Leuten, die sich für Oldtimer im Allgemeinen einfach interessieren. Ihr würdet mir damit einen großen Gefallen tun, das wäre super. Ja, das war's schon und jetzt geht's weiter im Video.
Ja, nachdem hier oben alles ab ist, wird jetzt der Motor nochmal gedreht und dann kommen wir nämlich auch an die Kurbelwelle dran, beziehungsweise an die Ölwanne. Ich muss jetzt mal wieder hier ein bisschen vorsichtig bei sein. Dann wird der Motor einmal auf den Kopf gedreht, da wird ein bisschen Öl laufen. Das ist aber nicht so tragisch. Öl mit Kühl drin. Noch ein klein wenig Sauerei. Als nächstes kommt die Ölwanne ab. Ja, damit ich besser daran arbeiten kann, werde ich auf jeden Fall jetzt mal alles mit Bremsenreiniger entfetten, damit man nicht so eine Sauerei jedes Mal hat. Dann sprühen wir mal alles ab, dass wir da besser dran arbeiten können. Ich hatte aber zum Glück schon das Öl abgelassen, dementsprechend ist da jetzt nicht mehr so viel Öl drin und ja, man kann da eigentlich ganz gut dran arbeiten. Ja, was man hier sehen kann, also das ist ein 4-Bolt-Block, also mit 4 Bolzen an den Hauptlagern. Und ich werde jetzt hier die Pleuel öffnen, um mir die Pleuellager anzuschauen. So, hier sieht man jetzt die Lagerschale. Muss man dann gucken, ob dort irgendwo Riefen drin sind oder sich schon Material eingearbeitet hat. Aber das sieht eigentlich sehr gut aus hier. Genauso kann man auch die Kurbelwelle inspizieren, ob da irgendwelche Beschädigungen dran sind. Ja, die Zylinderkopfschrauben sind auf jeden Fall mit richtig Drehmoment hier drauf. Deswegen versuche ich die jetzt mal hier mit so einem Knebel zu lösen. Die sind auf jeden Fall ziemlich fest. So, die schon raus. Die nächste auch gleich auf. So. Für manche Kopfschrauben braucht man einfach hier so eine Verlängerung, so ein Rohr, weil ja, da hat man einfach mehr Gewalt und trotzdem bewegt sich noch der ganze Motorständer. Also ohne Verlängerung fast keine Chance hier. So, nachdem jetzt alle Schrauben ab sind, kann man den Kopf hier runterheben. Das ist jetzt auch nicht gerade so leicht. Und dann kann man den nehmen und zur Seite legen. Und dann sieht man hier die Kolben. Ja, ich nehme mir dann immer noch hier so eine Pappe, da stecke ich dann die Stößelstangen rein, so wie die auch gesessen haben. Und dann kann man die nämlich sehr gut eine nach dem anderen genauso hinsetzen. Hier beim Big Block ist es auch so, da gibt es lange und kurze, dann werden die nicht vertauscht und kommen nachher wieder auch an denselben Platz. Ja, eine Sache, die hier beim Zerlegen aufgefallen ist, ist, dass hier eine von den Stößelstangen, die haben normalerweise hier so einen runden Kopf und die hat es hier unten komplett zerdrückt. Da ist schon mal ein mechanischer Schaden hier entstanden.
Wieso und weshalb, wissen wir nicht. Müssen wir weiter nachschauen. Was mir sonst noch an dem Motor aufgefallen ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Deswegen schaltet wieder ein oder abonniert den Kanal oder klickt den Button hier im Abspann für den zweiten Teil zum Motorprojekt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao!